72% Ballbesitz, 30 Schüsse auf das gegnerische Tor und am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Das 0:2 gegen Australien im BC Place in Vancouver war ein brutaler Schlag in die Magengrube für uns alle. Vincenzo Montellas sterile Ballbesitzphilosophie ist eiskalt gegen die grüne australische Wand gelaufen. Wir haben uns im letzten Drittel schlichtweg festgerannt. Aber Leute, hört mir jetzt ganz genau zu. Das war erst der Anfang. Unsere Weltmeisterschaft ist noch lange nicht vorbei. Die Crescent Stars geben niemals auf. Wir haben die Qualität, wir haben das Herz und gegen Paraguay gibt es am Freitag im Levi Stadium nur ein einziges Ziel: den absoluten, bedingungslosen Sieg. Wie knacken wir also Paraguay? Die Antwort liegt in Los Angeles. Die USA hat uns im WM-Auftaktspiel die perfekte Blaupause geliefert, wie man diese Mannschaft komplett nackt auszieht. Mauricio Pochettino hat Paraguays Abwehr mit einem 4:1-Sieg regelrecht deklassiert. Gustavo Alfaros Team agiert in einem extrem mannorientierten, physischen 4-4-2. Sie stehen tief, sie verteidigen rustikal. Aber sobald der Gegner schnelle, rotierende Positionswechsel vollzieht, bricht ihr gesamtes Abwehrsystem in sich zusammen. Die USA hat Paraguays Mittelfeld mit ständigen Rotationen, dem sogenannten Floating, völlig schwindelig gespielt. Genau das müssen wir kopieren. Wir dürfen nicht starr agieren, sondern müssen ständige Verwirrung stiften. Schritt 1 des Masterplans. Wir müssen Paraguays größte defensive Schwachstelle gezielt isolieren. Ihr rechter Außenverteidiger Juan José Cáceres ist im 1-gegen-1 extrem unbeweglich. Und jetzt kommt unsere absolute Wunderwaffe ins Spiel. Ferdi Cardiolo kehrt endlich in die Startelf zurück. Ferdi darf nicht nur hinten absichern, er muss als invertierter Außenverteidiger ins Zentrum rücken. Dadurch zieht er Paraguays rechten Flügelspieler mit sich und öffnet den gesamten linken Flügel. Und dort wartet Kerem Aktürkoğlu. Kerem muss im 1-gegen-1 isoliert werden, Cáceres schwindelig spielen und mit Highspeed über die Grundlinie brechen. Flache Rückpässe in den Rückraum der Abwehr sind hier der absolute Schlüssel zum Torerfolg. Taktischer Schritt 2. Arda Güler muss die absolute Freiheit bekommen. Gegen Australien stand Arda zu oft isoliert im Zentrum und wurde gedoppelt. Gegen Paraguay darf er kein statischer Zehner sein. Er muss sich ständig in die Halbräume fallen lassen. Zieht Arda nach rechts außen, bindet er die paraguayischen Sechser. In genau diesem Moment muss Barış Alper Yilmaz mit einem diagonalen Tiefenlauf in die Schnittstelle stoßen. Gleichzeitig rückt Hakan Çalhanoğlu aus der Tiefe nach, um den freien Raum im Zentrum zu besetzen. Diese ständigen diagonalen Verschiebungen zwingen Paraguays Innenverteidiger Gomes und Alderete zu permanenten Übergabeentscheidungen, die sie unter Stress nicht fehlerfrei lösen können. Aber Vorsicht! Paraguay lauert nur auf unsere Fehler. Sie haben mit Miguel Almirón und dem gefährlichen Julio Enciso extrem schnelle Umschaltspieler. Um nicht wie gegen Australien ausgekontert zu werden, braucht Montella eine asymmetrische Restverteidigung. Wenn Ferdi links hochschiebt, bleibt Zeki Celik rechts tief und bildet mit Demiral und Badakci eine Dreierkette. Und davor brauchen wir einen absoluten Zerstörer, Ismail Yüksek. Ismail darf sich nicht nach vorne einschalten. Seine einzige heilige Aufgabe ist es, Almirón und Enciso bei Ballverlust sofort zu stellen, das gegnerische Umschaltspiel im Keim zu ersticken und ein kompromissloses Gegenpressing aufzuziehen. Leute, wir haben die talentiertere Mannschaft. Wir haben die spielerische Klasse eines Arda Güler, die Erfahrung von Hakan Çalhanoğlu und das pure Feuer von Millionen von Fans im Rücken. Wenn Vincenzo Montella diese Anpassungen vornimmt, wird Paraguays Abwehrriegel zerbrechen. Glaubt an unsere Jungs. Lasst uns am Freitag die rote Wand in Kalifornien hochziehen und der Welt zeigen, wer die Nationalmannschaft der Türkei ist. Schreibt mir eure Tipps für das Spiel in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Heidi Türkiye, Bizim Çocuklar schaffen das.